Lieber Werner, unsere Gesprächsrunde heißt Zukunft neu denken. Wenn du einen kurzen Blick in die Zukunft wirfst, was ärgert dich an der Gegenwart am meisten? Was macht dich wütend zurzeit, dass du sagst, eigentlich sind wir da für die Zukunft nicht am richtigen Weg? Naja, wir müssen zuerst einmal unseren Müll wegräumen, damit wir weiter voranschreiten. Also Fortschritt hängt immer damit zusammen, dass man das hinten auch wegräumt. Und dann gibt es natürlich sehr viele Systemänderungen, die ganz dringend notwendig sind und die müssen in Bewegung gebracht werden. Und da gibt es natürlich eine kleine Gruppe, die da dagegen ist, die davon vom jetzigen profitieren. Aber ich glaube, dass mittlerweile schon genug Leute wissen, dass da einfach was passieren muss. Du hast das Mittel gewählt, darüber zu recherchieren und dann einen Film darüber zu machen, damit du, wenn du dich ärgerst, andere Menschen auch dazu bringst, sich zu bewegen. Hast du das Gefühl, dass wenn du dann so einen Film gemacht hast, dass sich dann was bewegt? Kann man das irgendwie auch messen, dass man sagt, schau mal, das war dann anders? Nein, also wenn der Film fertig ist, kann ich das überhaupt nicht einschätzen. Das ist dann so, dass Wochen, Monate oder auch Jahre später sich herausstellt, was durch den Film eigentlich alles in Bewegung gekommen ist. Also quasi bei Plastic Planet war es so, da haben relativ schnell Menschen angefangen, plastikfrei zu leben, plastikbewusst zu leben. Dann ist ein ganzer Industriezweig entstanden. Sehr viele Menschen haben sich darüber aufgeregt, was die besorgniserregenden Chemikalien im Plastik anrichten. Also, dass es der Umwelt schadet und unserer Gesundheit. Und da sind neben sehr, sehr viele Aktionen und Kunstaktionen und Clean-up-Aktionen sind auch sehr viele gesetzliche Regulierungen zustande gekommen. Also direkt beteiligt, also von den Babyflaschen, die verboten wurden, die eine gewisse Substanz in sich hatten, bis hin zu Plastiktütenverbot in den Vereinten Arabischen Emiraten, also solche Sachen, bis hin zu den wahnsinnsgroßen Projekten, die sich dann auf den Film berufen. Also das ist meistens kommt es dann erst viele Jahre später. Also ich habe jetzt wieder erfahren, dass einer wegen einem Film von mir ein Kind bekommen hat, lauter so Sachen. Also das Schöne ist, dass Menschen halt durch den Film auf etwas kommen, dann in eine Richtung gehen, ausprobieren, Modelle, Initiativen entwickeln und die dann sich oft durchsetzen. Und das ist, ich meine, das ist für mich jetzt als Filmemacher das ist das Größte, das man vorstellen kann. Ne? Also das ist total schön. Wenn junge Menschen sagen, ja, Zukunft zu denken macht nicht viel Sinn, weil entscheiden tun das die oder andere und der Einfluss, den wir haben, ist gering, überhaupt jetzt, Globalisierung, die Entscheidungen fällen auf anderen Ebenen. Was sagst du denen, um sie für Zukunft neu denken zu motivieren? Das Lustige ist, das sagt kein junger Mensch. Ein junger Mensch weiß genau, wenn da ein Problem liegt, dann muss man das halt lösen. Also das sind eher die Alten, die sagen, ja, da können wir nichts machen, da können wir nicht in Bewegung kommen, weil da werden die was dagegen haben, wie soll man das durchsetzen? Also junge Menschen sagen, okay, na, wenn das so ist, dann muss man das lösen und den Rest, das checken wir dann schon. Also du teilst mit mir die Zuversicht in die Zukunft, weil ich auch immer sage, es muss ja nicht von den Menschen, die jetzt sozusagen am Drücker sein, entschieden werden, Gott sei Dank, sondern von der nächsten Generation. Und die sind viel cleverer als ich. Naja, diese jetzige Generation muss sich schon in Bewegung setzen. Ne? Also kurzfristig bin ich deswegen ein großer Pessimist. Okay. Mittelfristig bin ich ein Optimist, weil ich sehe, dass da was in Bewegung kommt. Herzlichen Dank für deine Antwort.